Wo sind wir stehen geblieben? Sinus Alpha ist 0,5 und n ist in unserem Fall, also die Anzahl der Segmente, 360 durch 30, das sind 12. Und dann können wir auch direkt Pi berechnen. Unsere Annäherung, da habe ich vergessen hier reinzuschreiben, dann ist Pi ist ungefähr Sinus Alpha mal n halbe. So, wir haben n ist 12, Sinus ist 0,5, das heißt 12 geteilt durch 0,5 ist 6 und das nochmal die Hälfte von n, also n, 12 halbe ist 6 und das mal 0,5 ist 3. So. Nehmen wir als nächsten Winkel, um jetzt die Tabelle nicht von Hand ewig durchzurechnen, nehmen wir doch gleich 1 Grad. Wir machen das nachher am Computer und dann können wir eine Riesentabelle erstellen. Sinus von 1 Grad, müssen wir einen Taschenrechner herholen. Sinus von 1 Grad ist 0,0174524. Anzahl Segmente bei 1 Grad 360 Segmente, ja, 360 durch 1 ist 360. So, und Pi wäre demnach 360 mal dieses, durch 2 natürlich. Dann wäre das, die Annäherung von Pi wäre 3,141433159. Okay, das ist eine gute Annäherung. Was wollte ich noch zum Vergleich mit dem Wert hier? Wollte ich noch die Bogenlänge hernehmen. Nehmen wir mal die Bogenlänge bei 30 Grad, das ist 2 Pi. 2 Pi durch 360, ja, vielleicht hätte ich das auf Pi durch 180 kürzen sollen, aber na gut, ist egal. Mal Alpha 30 Grad. So habe ich das jetzt. Nochmal. 2 Pi durch 360 und mal 30. So. Das wäre dann 0,52359. Also wir sehen jetzt hier in dem Fall, dass wir den Winkel 30 Grad haben, ist dieses Stück hier 0,523559 und für den Sinus dieses Stück ist 0,5. Und tatsächlich ist das hier auch genau Pi Sechstel. Können wir hier einsetzen. Wenn wir hier die 30 Grad einsetzen, dann sind 30 mal 2 sind 60 und 60 durch 360 sind 1 durch 6 und Pi. Okay, ich glaube, wir machen noch den da. Für 1 Grad ist die Bogenlänge dann 1 Grad einsetzen, 2 durch 360 ist Pi 180. Und Pi durch 180 wäre Pi durch 180 wäre 0,0174533. Und wir sehen, das ist schon auf 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen genau. So, wenn wir jetzt dann noch 0,1 Grad nehmen oder so, das wird halt alles noch viel genauer. So, was hat es mit dem Fragezeichen auf sich? Mit dem Fragezeichen hat es auf sich, dass das jetzt noch nicht die optimale Näherung für Pi wäre, weil was wäre, wenn wir statt dem Sinus, den wir da haben, hier diese Gerade hier nehmen? Die ist ja noch näher am Bogen dran. Und das können wir tatsächlich machen, die können wir auch berechnen. Und das machen wir einfach mal. Wie kommen wir an die ran?
wir haben hier einen rechten Winkel und wir haben hier dieses y gegeben als Sinus Alpha. Wir bräuchten noch dieses kleine Stück. Was wir wissen, dieses Stück hier, nennen wir es x, das ist der Cosinus von Alpha. Warum ist das der Cosinus von Alpha? Analog zu dem, wie das der Sinus Alpha ist. Das ist hier Ankathete durch Hypotenuse, das ist die Definition vom Cosinus. Das ist Ankathete bei x durch r und das ist x, weil r 1 ist. Also ist das hier Cosinus Alpha. Dann ist dieses kleine Stück hier, das ist hier 1 minus dieses Stück hier. Also ist das Stück 1 minus Cosinus Alpha. Ja, und wenn wir dieses Stück haben und dieses Stück haben, wir sind im rechtwinkligen Dreieck, dann haben wir die Hypotenuse hier über Pythagoras, können wir dann das ausrechnen. Das ins Quadrat plus das ins Quadrat ist das ins Quadrat. Also ist das Stück hier, wo schreiben wir es hin? Wo schreiben wir es hier hin? Das Stück nennen wir es z, dann ist z gleich Wurzel aus Sinusquadrat Alpha plus, Klammer auf, 1 minus Cosinus Alpha ins Quadrat. So, damit können wir jetzt noch nicht so viel anfangen, weil, ja gut, wir könnten es in den Taschenrechner eintippen, dann müssen wir hier ein Alpha eintippen und da ein Alpha eintippen. Das macht uns wahrscheinlich keinen Spaß, aber was wir machen können, ist es nochmal ein bisschen vereinfachen. Wir haben dann Sinusquadrat Alpha plus, wir lösen einfach hier die Klammer auf. Das ist die zweite binomische Formel unter anderem Namen. 1 minus 2 Cosinus Alpha plus Cosinus Quadrat Alpha. So, und hier ein geschultes Auge erkennt es sofort. Hier ist Sinus Quadrat plus Cosinus Quadrat ist 1. Weil wieder Pythagoras im Einheitskreis, kurze Begründung. Der Winkel, hier ist 1. Sinus Quadrat. Hier. Cosinus Quadrat Alpha. Sinus Quadrat Alpha ist 1 Quadrat. Das ist eine trigonometrische Identität. Also ist das hier Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus Alpha. So, das ist jetzt dieses Stück hier. Ne? Da haben wir uns jetzt Z benannt auf die Schnelle. Das Z-Stück betrachten wir jetzt hier bei den Fragezeichen. Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus Alpha und vergleichen das kurz mal für 30 Grad und für 1 Grad mit der tatsächlichen Bogenlänge. So, dazu machen wir noch mal kurz einen Taschenrechner. So, Wurzel, was ist die Wurzel? Das ist die Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus 30. Das wären hier für die 30 Grad 0,517638 und sagen wir berechnen ebenfalls Pi über diese Formel, dann ist hier Pi ungefähr Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus Alpha mal n durch 2. N war 12, also mal 6. Dann wäre Pi, die Annäherung für Pi in diesem Fall wäre dann 3,1058. Ja. Und für 1 Grad das Ganze, Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus 1 Grad ist
wir sehen, wir haben noch eine Stelle dazu gewonnen zu vorhin. Haben wir noch also 3, 0, 7, also noch eine 3, 1. Wir haben noch eine Stelle dazu bekommen. Okay, und das mal 180, weil hier n ist 360 durch 2 ist 180 mal 180. Dann hätten wir hier schon eine Annäherung für Pi mit 3,14155. Okay. Auf jeden Fall haben wir 5 Stellen genau schon die Annäherung. Hier hatten wir 4 Stellen genau. Also ist diese Linie hier etwas genauer halt als unser Sinus, den wir genommen haben. Und den Aufwand ist es tatsächlich wert, sogar diese Linie zu nehmen. Ich meine jetzt auch, wenn wir Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus berechnen oder direkt den Sinus Alpha, ist egal. Ja, von Hand ist es kein großer Unterschied, von Hand ist nur der Unterschied, von Hand ist nur die Sache, dass es grundsätzlich viel einzutippen ist, weswegen wir jetzt an dieser Stelle aufhören. Also ich habe euch eine Möglichkeit gezeigt, wie man den Sinus, wie man Pi über den Sinus berechnen kann, und wir sind dann auch noch dazu gekommen, wie man es über die Wurzel aus 2 minus 2 Cosinus Alpha annähern kann. Eine andere Methode wäre gewesen, oder wäre grundsätzlich, dass wir nicht diese Bogenstücke nehmen, sondern dass wir diese Flächen hier nehmen. Zum Beispiel diese Fläche bis zum Sinus hier wieder, oder dann natürlich noch, es wäre möglich, diese Fläche noch dazu zu nehmen. Das würden wir dann über diese Formel machen. Und noch Pi aufgelöst wäre Pi gleich. Aber das zu einem anderen Zeitpunkt oder auch gar nicht. Mal gucken. Okay, wir gehen jetzt noch an den Computer und gehen ein paar mehr Winkel durch, um zu schauen, ab wo eine Annäherung optimal ist. Eine wirklich gute Annäherung ist schon bei 1 Grad. Eine noch viel bessere wird es bei 0,1 Grad geben. Dann hätten wir 3600 Segmente und würden dann den Sinus mit 1800 multiplizieren und kämen auch schon, so wie da hinten, auf eine 5-stellige Genauigkeit. Okay, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und wünsche noch einen schönen Tag. Wiedersehen.